Was vor einem halben Jahr mit einem 5 Kilogramm Döner begann, für den wir sogar einen ganzen Transporter mieten mussten, um diesen zu transportieren, wird jetzt auf die nächste Stufe gehoben. Aber diesmal wird es gigantisch. Der Weg zum 10 Kilogramm Döner war alles andere als einfach. Als erstes habe ich in ganz Deutschland nach den wildesten Dönerläden gesucht. Aber es kam einfach nichts dabei raus. Ein neuer Plan musste her. Und dafür kam ein Land in Frage. Die größte GTA-Lobby auf dem europäischen Kontinent. Ich habe meinen Koffer gepackt und bin direkt mit dem nächsten Flug nach Bulgarien geflogen. Gebt euch einfach, wir chillen hier auf dem Bus. Magnus Immobilien. Ihr werdet auch in Bulgarien vermarktet. Doch in Bulgarien angekommen, fing die Arbeit erst richtig an. Nach gefühlt 50 Anrufen hatten wir endlich einen Laden gefunden, der sich bereit erklärt hatte, den Döner mit uns zu bauen, wenn wir ihm das nötige Brot bringen. Doch wo finden wir so ein Riesenbrot? Es hat sich wirklich keine einzige Bäckerei, die wir angerufen haben, bereit erklärt, uns solche riesige Dürrenbrote zu backen, außer dieser Pizzabäcker. Grüße gehen raus an ihm. Also wirklich ein Ehrenmann. Freunde, wir haben das Brot abgeholt. Es war wirklich eine sehr schwierige Aufgabe. Wir waren einfach 2 Tage dran, bis wir jemanden gefunden haben, der einfach eine Idee hat, wie wir das Brot machen können. Jetzt sind es einfach 3 fette Pizzen geworden. Wir werden die so richtig zurechtschneiden und schauen, ob wir einfach den größten Döner basteln können. Über 10 Kilo wird das Ding sein. Jetzt gehen wir noch zum Lidl, um einfach ein Backpapier zu holen, damit wir das irgendwie zusammenhalten können, weil die meisten Dönerläden ja eigentlich so zugeschnittene Papiere haben. Lasst uns schauen, wie das Projekt weitergeht, bis wo wir hinkommen, und ich hoffe einfach, bittet einfach für mich, dass wir endlich einfach den größten Döner der Welt bauen können. Wenn ihr für diesen Effort, den wir reinstecken, nicht abonniert, nicht liked, nicht kommentiert, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich sprengt den Like-Button, abonniert jetzt, weil wir geben uns richtig Mühe, was für euch auf die Beine zu stellen. Hier ahne ich noch gar nichts, aber noch während wir in Lidl waren, haben wir einen Anruf von dem Döner bekommen und aus unerklärlichen Gründen doch eine Absage bekommen. Diese ganze Situation hat mich so aufgeregt, dass ich kurz vorm Ausrasten war. Vielleicht habe ich mein Karma bekommen, weil ich die Flasche wieder zurück ins Regal gestellt habe. Spaß, Freunde, die Flasche habe ich natürlich wieder mitgenommen. Jetzt hieß es aber, entweder weitersuchen oder zurück nach Deutschland. Ich wollte dem Ganzen noch eine letzte Chance geben. Ich habe mich langsam wie einen Callcenter gefühlt, aber wie sagt man so schön, wenn eine Tür zugeht, öffnet sich die richtige. Und wir haben eine Zusage vom besten Döner Bulgariens bekommen. Jetzt beginnt unser Projekt richtig. Nach einer vor Aufregung schlaflosen Nacht stand endlich das größte Event in meiner YouTube-Karriere bevor. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich hatte Eierflattern. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Freunde, heute ist der große Tag. Wie ihr seht, verlassen wir unser Airbnb. Wir kommen wieder nach Deutschland, aber bevor wir nach Deutschland kommen, müssen wir eine ganz wichtige Aufgabe, eine dringende Aufgabe erledigen. Wir müssen den größten Döner der Welt bauen. Das Ganze findet in einer halben Stunde statt. Ich nehme euch gleich mit, weil das ist ein Erlebnis, das ist ein Ereignis, ein Jahrhundertereignis. Sowas anderes wird es nicht geben. Let's go! Wie ich gesagt habe, wir durften das Ganze in Kooperation mit dem besten Döner Bulgariens machen. Den Sultan Döner Kebab in Plovdiv. Und während die Meister das Fleisch vorbereiteten, wollten wir ein kurzes Intro abdrehen und schaut selbst, was passiert ist einfach. What's going on? We are Bulgarians. No, bro. Where are you from? Bulgaria. Bro. Sprechen. Bisschen. Ne? My friend Manfred von Richthofen, der rote Baron. Prost in Bulgarien. Prost, das stimmt. Prost in Bulgarien. Prost. Prost in Bulgarien. Vaffanculo, cazzo duro. Viva España. No Mallorca, Marbella, Freunde, Stefan Reuter. Das ist der größte Sigma Boy in der Stadt und wir nehmen euch mit zum Döner. Beckenbauer. Lothar Matthäus. Yeah, Liliana Matthäus, my friend. Tegense. Bachmar. Geil. Beste. Karl-Heinz Rummenigge. Freunde, kommt mit, wir gehen zum Döner. Beckenbauer. Doch bevor wir zum Döner gehen konnten, musste ich mir erstmal anschauen, welche berühmten Freunde der Kollege hier hat. Und auf das, was kam, war ich gar nicht vorbereitet. Der Kollege hier war einfach befreundet mit den Typen, dem Mike Tyson das Ohr abgebissen hat. Olivander Holyfield. Korea, my client, znaš ko beše Crazy Town? Come my lady, come my lady. Freunde, Sugar, wir haben baby. hier war ein Star hinter uns. Ein wahrer Sigma Boy. Große Cojones. Deutsche
Das müssen wir zensieren, Freunde. Das war die größte Simulation. Kommt mit für den Sultan-Döner. Mit denen in Kooperation machen wir den 10 Kilogramm Döner, den größten Döner der Welt, den es gibt. Und diese Döner hier, das ist der beste Döner in Bulgarien, wollte ich sagen. Auch schon fast in Deutschland. In Deutschland habt ihr nicht so einen geilen Döner, ich sag's euch ehrlich. Also müsst ihr hier nach Plovdiv kommen und diesen Döner probieren. Sultan Döner Kebab, sogar auf Deutsch geschrieben, nicht Doner oder irgendwas, sondern Döner. Wie ihr gesehen habt, GTA Lobby. Wenn ihr GTA in Real Life spielen wollt, müsst ihr hier kommen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Gehen wir einfach rein und schauen, wie wir den größten Döner der Welt bauen. Wir müssen eigentlich Guinness World Records hier eigentlich anrufen. Schauen wir mal, vielleicht machen wir noch einen größeren Döner und dann machen wir wirklich ein Zertifikat, dass wir uns an die Wand hängen können. Geh mal rein. Willkommen im Sultan Döner Kebab, der beste Döner auf der Balkan-Halbinsel. Hier wird das Fleisch speziell mit Lavasteine vorbereitet, welche dem Fleisch dieses typische, rauchige Holzkohlegeschmack verleiht. Aber bevor wir anfangen, noch eine Sache. Hände waschen, Freunde, ihr habt's richtig erraten. Freunde, wir haben hier zwei Spieße, einmal Rind, einmal Hähnchen. Wie ihr seht, braucht das Ganze noch mal ein bisschen. Wir machen das Ganze fertig und fangen an, das Brot, das speziell für euch gebackene, für euch mit Liebe gebackene Brot vorzubereiten. Doch bevor wir mit dem Befüllen des Döners anfangen konnten, musste ich erstmal meine Praktikantenstunden ableisten. Gemüse schneiden. Bada bop boom pow. Soll ich dir das zeigen, Bruder? Sehr gerne, sehr gerne. Erstmal Hälfte, danach. Ganz einfach. Bitte schön. Schau mal, ob meine Finger dran bleiben. Wir machen hier eine Ausbildung als Dönermann, als Dönermeister. Wenn nichts anderes läuft. Nachdem alle meine Finger dran geblieben sind, ging es an die Pommes, wie ihr seht, saftigen, selbstgemachten, frischen Kartoffeln. Und jetzt die Stunde der Wahrheit. Wird von mir ein Dönermeister. Der Meister wollte mir zeigen, wie man den Spieß schneidet. Und schaut euch an, wie mein erster Schnitt geworden ist. Дебел, държиш ножа с обратен ъгъл, навънка да сочи острието. Точно. Отвираш гърба. Schaut euch dieses erste Stück an. Ich habe gefühlt in dem halben Spieß reingebissen, reingeschnitten. Erster Slice ein bisschen tief geworden, aber man lernt. Freunde, irgendwie funktioniert es nicht so perfekt, aber Übung macht den Meister irgendwann. Auf jeden Fall ein bisschen üben, aber ich lasse das am besten dem Meister, weil sonst versaue ich den Spieß. Und das wollen wir nicht, wir brauchen einen gescheiten Spieß. Freunde, jetzt haben wir eine sehr, sehr scharfe Soße als Geschenk bekommen und jetzt bin ich gespannt, wie scharf die ist. Jetzt gibt es den Test, Geschmackstest. Ich glaube, die Jungs wollten mir das mit dem Spieß einfach zurückzahlen und haben mir die schärfste Soße, die ich je probiert habe, gegeben. Schaut selbst, was aus mir passiert ist. Hier dachte ich wirklich, ich kriege Nasenbluten. Ich bin einfach kurz Mr. Krabs geworden. Martis Gura. Много бързо го хапна, бе. Хубаво се. Ама ще му кажа, чакай много сос сложи. Freunde, diese Soße ist echt Killer. С Каролина Рипър, Freunde, diese Soße, da ist die Schote einer Carolina Reaper Chili-Schote drin. Und wirklich, ich habe gesehen, wie viel ich davon genommen habe. Ich habe es gar nicht erwartet. Alter, aua. Es tut weh, es tut echt weh. Nachdem sie ihre Rache an mich verübt haben, war das Fleisch fertig und wir haben uns an die Arbeit gemacht. Gebt euch einfach, wie viel Fleisch in diesem Koloss Monster-Döner reingehen wird. Dann haben wir das Brot vorbereitet. Es sind nicht diese Pizzen geworden, sondern die Jungs haben wirklich originales Dürrenbrot für dieses Projekt anfertigen lassen. Let's get ready for Rumble! Ready für den Kampf. Der Titan. Das ist eine Ansage. Freunde, erstmal genug Zwiebel. Schreibt mal in den Kommentaren, ist der Döner mit oder ohne Zwiebeln. Dann haben wir Salat. Dann Tomaten. Schreibt mal in den Kommentaren, ob der Döner mit oder ohne Tomaten ist.
jetzt Essiggurken? Schreibt mal wieder in den Kommentaren, ob ihr Essiggurken Mal, mögt. mal. Erstmal den Quality-Geschmackstest, mal sehen, ob das denn besteht. Und sowas habt ihr noch nie gegessen. Nur hier. Und die Schärfe. Schärfe ganz wichtig, Jalapenos. Und Freunde, zu guter Letzt, bevor das Fleisch und die Pommes draufkommen, ein bisschen Soße, damit wir das Ganze befeuchten. Ein bisschen von dem Juice. Martin, ich gut lesen, aber. Und was hier passiert ist, werdet ihr mir nicht glauben. Kennt ihr unser Freund von vorhin? Große Cojones. Der ist einfach in dem Dönerladen reinspaziert. Weiter geht's. Freunde, jetzt das Wichtigste, das Fleisch, das Herzstück. Gebt euch dieses geile Fleisch. Freunde, gebt euch dieses Monster, das ist echt ein Monster. Sowas noch nie gesehen. Jetzt machen wir ein bisschen Ketchup rein. Ein bisschen Mayo. Petersilie. Das Rindfleisch, eine sehr wichtige Zutat. Kameramann wird versorgt mit Pommes hinter der Kamera. Langsam nimmt unser Frankenstein unter den Dönern Form an. Bisschen Mayo. Pommes jetzt eine der wichtigsten Zutaten in Bulgarien, isst man den Döner auch mit Pommes. Wie ihr seht, das sind spezielle Meisterpommes, einfach Qualität pur. Was anderes kann man nicht sagen. Und jetzt könnt ihr mir nicht sagen, dass wir hier gefaked haben, dieses Teil wird 10 Kilo wiegen. Ihr könnt es mir nicht sagen, gebt euch dieses Monster. Das ist Everest. Das ist Everest. Die Füllung war so dick, dass wir sogar extra Dürrenbrote dazu nehmen mussten, um dieses Koloss zuzubekommen. Wir haben sogar 2 Leute dafür gebraucht, weil das Ding so gigantisch war. Aber dann war es vollbracht. Wir sind aber noch nicht fertig. 2 Leute mussten das Ding zum Grill tragen, damit es nochmal eine geile crunchy Kruste bekommt. Jetzt nochmal wenden und gleich habt ihr es geschafft. Gleich seht ihr unser Monster. Schaut zu und lernt. Präzisionsarbeit. Кажи, че и шаран за никого ден. Schaut euch, was die Jungs gemacht haben. Das kann man nicht halten, das ist einfach ein Monster. Jetzt werden wir dieses Monster aufschneiden und kommt näher und schaut einfach, wie geil das gemacht worden ist. Freunde, gebt euch. Allein das Teil durchzuschneiden, wie viel Energie das kostet, schaut euch an. Schaut euch dieses Fleisch an, schaut euch diesen Döner, dieses Monster an. Alter, ich will da direkt reinbeißen, sag ich euch ehrlich. Ich will da direkt reinbeißen. За закуска ще стигна съм. Freunde, jetzt beißen wir rein. Jetzt gibt es den Geschmackstest von dem größten Döner der Welt. Готови ли сте, момчета? Направо по средата. Давай. Freunde, die Stunde der Wahrheit. Freunde, das ist der beste Döner, den es überhaupt gibt in Deutschland. Gibt es keinen besseren. Sogar in Deutschland gibt es keinen besseren Döner. Ich nehme noch einen Biss. Ich habe keine Worte. Nehmen wir den zweiten Teil von dem größten Döner. Das Teil wiegt über 5 Kilo. 5 Kilo die eine Hälfte, 5 Kilo die andere. Das heißt, wir kommen hier auf ein Gewicht von über 10 Kilo, Freunde. Kommt mit. Allein das Teil zu tragen ist schon eine Aufgabe an sich. Wir haben den Koloss nach oben gebracht und der Chef hat gesagt, schneiden. Allein der Schnitt dieses Döners hat uns 15 Minuten gekostet. Und dieses Video hat mich eine Woche gekostet. Also jetzt abonnieren. Haut einfach diesen Abo-Button kaputt. Wir haben Rinderspieß drin, was wirklich eines der geilsten Rinderspieße ist. Brot selbst gebacken von dem hauseigenen Bäcker. Soßen, alles eine Symbiose der Geschmäcker. Einfach eine Geschmacksexplosion. Es gibt keinen besseren Döner. Es gibt einfach keinen besseren. Also Freunde, gebt dem Video ein Like, ein Abo für die größten Foodspots, die geilsten Foodspots, die geilsten Foodtrends. Und wir sehen uns auf jeden Fall
in dem nächsten Video. Sultan, Döner Kebab in Plovdiv. Kommt vorbei und überzeugt euch selbst.